bei ihr war es so, dass sie die Liebe zu ihrem eigenen Kind halt erst so krass empfunden hat, als er auf einmal nicht mehr da war. Da hast du dann die Verbindung so gespürt. Herzlich willkommen, liebes Publikum. Herzlich willkommen, liebe Maren. Herzlich willkommen, liebe Nico. Dankeschön. Ja, heute geht es um das Thema Liebe. Hat sich Nicola gewünscht. Ich habe da aber auch was zu sagen. Genau. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Was sagt dir Liebe oder was ist deine Erfahrung mit Liebe oder wie würdest du Liebe definieren? Also ich kann erstmal sagen, also die richtige Liebe, finde ich, ist nicht so dieses Verliebtsein. Ja, nee, das wissen wir mittlerweile, weil wir alt genug sind, Ja, dass das nicht für lange die jungen wird. Menschen. Ja, genau. Vielleicht guckt ihr auch mal ein junger Mensch. Verliebt ist auch toll, also ist Ja. ein ganz tolles Gefühl. Aber das ist ja wirklich Chemie, ne? Würde ich auch sagen. Das ist Also- gegenseitige Anziehung und es ist aufregend und Ja. man findet den anderen toll, weil der irgendwas hat, was man vielleicht nicht hat. Ne, so in die Richtung. Ja, tatsächlich. Also das auch, Ja, findest du? was? Dass das, wenn jemand was hat, was man nicht hat. Dass man das reizvoll findet und sich deswegen verliebt. Ach so, meinst du das? Ja, Okay. also der hat irgendwas und das ist spannend oder so. Ja. Und und dann verliebt man sich auch in das Gefühl, was man bekommt, wenn man mit den Leuten so zusammen ist und überhaupt in dieses Lebensgefühl, glaube ich auch, dass man sich da verlieben kann. In das gemeinsame Sein. Ja. Es ist Sommer, es ist Frühling, ne, so, das kann man ja auch richtig hypen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Das ist Verliebtsein Ja. oder geht in die Richtung von Verliebtsein. Und ich bin davon überzeugt, dass das 10 Jahre dauert, bis man wirklich sagen kann, ich liebe diesen Menschen. Wow, jetzt bist du ganz konkret. Ja. Okay, das wüsste ich nicht, das könnte ich jetzt so nicht sagen, dass das 10 Jahre dauert. Ja. Ich würde das Thema nochmal ganz, achso, du beziehst das jetzt auf Menschen, würde ich jetzt auch machen. Aber man kann ja auch noch ganz viele andere Dinge lieben. Also Ja. man kann seine Tiere lieben Ja. oder ganz besonders seine Kinder. Ja. Und also zum Thema Kinder, also ich muss sagen oder denke, dass wir hier sind auf dieser Erde, um auch Liebe kennenzulernen. Also Ja. was Liebe bedeutet auch für einen und so weiter. Und ich glaube, dass es auch ein Entwicklungsprozess ist und es ist spannend, was du sagst mit den 10 Jahren. Dafür müsste ich erstmal 10 Jahre mit jemandem zusammen gewesen sein. Allerdings würde ich jetzt behaupten, dass ich auch jemanden geliebt habe, obwohl es nicht 10 Jahre gedauert hat. So, das war, wie gesagt, meine große Liebe sozusagen. Und den habe ich auch geheiratet. Den habe ich ja schon mal in einem Podcast Genau. erwähnt. Da hast du aus Liebe geheiratet. Absolut. Und der Witz ist, dass mich vorher in meinen bisherigen Beziehungen, oder nicht immer, aber den ich davor hatte sozusagen, und als ich dann merkte, so, ich bin nicht mehr so ganz zufrieden und so weiter, dann weiß ich, dass eine damalige Arbeitskollegin mich gefragt hat, liebst du ihn noch? So. Und dann kam ich erstmal da, wir standen an der Bahn, echt, in London, weißt du, so, und das werde ich nie vergessen und dachte nur so, liebe ich ihn noch? Und dann habe ich sie gefragt zurück, was ist denn überhaupt Liebe? Okay. Also das habe ich dann in dem Moment in den Raum gestellt, Ja. weil ich das in dem Moment, weißt du, diese Frage, da konnte ich dann in dem Moment nicht viel anfangen. Ich konnte ihr nicht sagen ja oder ich konnte ihr auch nicht sagen nein. Ich habe das dann in dem Moment erstmal hinterfragt. Was ist denn das überhaupt? So. Und ich habe alle Partner, in die war ich alle verliebt und ich fand sie auch alle mal toll, aber irgendwann sind da ja irgendwelche Sachen, wo das dann nachlässt. So. Und sagen wir mal, im Vergleich jetzt zu den Kindern, die wirst du immer lieben. Ja. Oder behaupte ich mal so. Ja. Also ich habe mal gelesen, dass es halt wirklich so ist,
dass wir Kinder bekommen, um Liebe so wirklich kennenzulernen. Weil, also erinnere dich an, als deine Kinder klein waren, für die hättest du getötet. Ja. Also, für deinen Partner würdest du, glaube ich, nicht töten. Doch. Doch? Doch, tatsächlich. Oha, ja. okay. Ja, würde ich auch. Alles klar. Dann, Also, deswegen, ich denke wirklich, so diese Anfänge, das ist ja auch ein Kennenlernen. ja, Du kannst einen Menschen nicht innerhalb eines Jahres kennenlernen. nee. Da weißt du nicht, was das. Also du weißt ja. schon so ein paar Sachen, aber nicht den Kern. Ja, ich weiß, was du meinst. Also du meinst eher die Entwicklung dahin zur richtigen Liebe, man kennt sich. Und ja, genau. Also ich glaube, dass man mit Stärken und Schwächen dann einen Menschen wirklich lieben lernt. Also so sehe ich das. Ah ja. Dass man einen... Gibt es bestimmt auch. Und ich glaube auch bei Ehen, die lange gehen oder Beziehungen, die lange gehen, kann das sich durchaus auch entwickeln. Ja, und dann ist das keine Gewohnheit, das ist dann tatsächlich Liebe. Okay. Guck mal, das kenne ich so rum nicht. Nee. Also ich kenne es nur, dass ich mit was angefangen habe und dann ist es weniger geworden und dann irgendwann kamen so viele Sachen dazwischen, dass es dann aus meiner Sicht nicht mehr ging. So. Genau. Allerdings habe ich ja schon von dieser Reiki-Erfahrung erzählt, als ich von der universellen Liebe gesprochen habe. So. Und das war in dem Moment so ein überraschendes Gefühl der Liebe in einem selbst. Es hat nichts mit einer Person zu tun, sondern du bist eingehüllt in diese Liebe, so. Und da war keine Person, aber in dem Moment habe ich das als Liebe erkannt, weil es mich daran erinnert hat, an meine Gefühle zu meinem damaligen noch Ehemann, sozusagen. Ja, und genau. deswegen würde ich sagen im Nachhinein, dass ich ihn mehr geliebt habe als alle anderen, weil dieses Gefühl, was ich da hatte, und auch dieses Gefühl des Verlustes, als es wieder weg war, das ist ja auch, ich finde, das kann auch ein bisschen süchtig machen. Also Was kann süchtig machen? Liebe, also dieses Gefühl der Liebe, Ja. also als der Partner dann von einem Tag auf den nächsten weg war, denn das war wie, als hätte ich einen Drogenentzug. Das werde ich nie vergessen. Also Da kann ich auch mitreden. ja, also es war wirklich wie, ich habe geweint, ich wusste überhaupt gar nichts. Also es war, also als wäre dir irgendwie wirklich was ganz Schlimmes weggerissen worden. Und deswegen so ein Liebeskummer oder überhaupt, es war ja auch mit dieser Ehe, es kam schnell zusammen, aber es ging auch wieder schnell zu Ende. Und deswegen ist wahrscheinlich auch noch dieses Verliebte auch noch damit drin. Aber durch die Reiki-Erfahrung kann ich das für mich, also es ist ja wie gesagt immer nur individuell, aber da wusste ich dann, okay, den hast du wirklich geliebt. Weil dieses Gefühl dieser universellen Liebe sehr ähnlich kam. Und das ist auch das, was ich sage, was man vielleicht den Kindern gegenüber empfindet. Ja. Und manchmal auch erst, wenn sie nicht mehr da sind. Also ich habe jetzt über den Podcast, das kann ich ja hier mal nebenbei erwähnen, hat sich eine Frau bei mir gemeldet, die ich schon, da war mein Sohn 5 oder so, also es ist ewig her, das ist wirklich lange her, dass wir uns in der Mutter-Kind-Kur kennengelernt hatten und ja, und ihr Sohn ist mittlerweile nicht mehr unter uns und mit ihr habe ich auch einen sehr, sehr schönen Austausch gehabt. Aufgrund dieses Podcasts hat sie sich wieder gemeldet. Und da kommen so tiefe Gespräche und so, ja, also das geht halt um Liebe. Und sie hat mir halt auch gesagt, wie sie das empfunden hat alles. Und vielleicht machen wir sogar nochmal einen Podcast zusammen. Sie hätte Lust dazu, ich auch. Genau. Und du bestimmt auch. Ja. Und bei ihr war es so, dass sie die Liebe zu ihrem eigenen Kind halt erst so krass empfunden hat, als er auf einmal nicht mehr da war. Da hast du dann die Verbindung so gespürt, weil die über den Körper hinausgeht, über dein Sein hinaus. Ja.
auch viele Menschen, wo die dann verstorben sind. Also da ist ja dann auch noch eine Verbindung und da merkt man das dann auch noch mal wieder stärker. Ja. So, also ich glaube, dass wir so Liebe häufig so sehr auf eine Person projizieren meistens oder auf Partnerschaft oder Obwohl so. mir eben gleich so, ich liebe das Leben. Und dann wird es so Schön. warm. Oh, ja, dass du das sagst, das glaube ich dir glatt. Ja, wie schön. Ja. Genau das ist es. Das, Also- der Raum wird größer, es wird warm ums Herz. Genau. Das ist Liebe. Ist das schön? Ja. Ja, das ist schön. Und das liebe ich ja an dir, wirklich, dass du diese Liebe fürs Leben irgendwie ausstrahlst, weil du weißt, Ja, es hätte auch anders kommen können. genau. Und darum beneide ich dich. Wirklich. Muss man nicht. Nein, nicht also- um den Prozess dahin, aber um das, was du jetzt hast, an das Gefühl. Darum beneide ich dich manchmal. Ja, man lebt wirklich Intensiver intensiver und bewusster, genau. bewusster. Und Genau. Und das wünsche ich mir manchmal auch, weil manchmal im Alltag verliert man dann ist man in irgendwelche Dinge verwickelt, die wirklich völlig unwichtig sind, muss man jetzt manchmal sagen. Und ja, darum geht es nicht im Leben, ne? Sich das Nein. Leben schwer zu machen, um Gar da irgendwie so wegen irgendeinem Rumgeplänkel sich das Leben irgendwie, ja. Aber das hat mir auch mal eine Bekannte erzählt, die auch Brustkrebs hinter sich gebracht hat, auch gut. Und die hat mir auch erzählt, sie lebt so gerne und ganz anders Danach, danach. ja, ja, Genau. das ist es. Also Ja. es ist Man wirklich. lebt anders, man nimmt es alles ein bisschen besser wahr. Ja, Das sollte man eigentlich immer machen, kriegen wir aber nicht hin. kriegt man nicht so. Also ich nicht. Also ich vergesse es im Alltag auch manchmal. Aber im Grunde ist das ja, möchte man ja in der Liebe sein Ja. und auch aus Liebe handeln. Ja. Das ist jetzt auch nochmal wichtig. Genau. Handle ich aus Angst oder handle ich aus Liebe? Ja. So, und ja, also da kann man richtig tief einsteigen zwischen Angst und Liebe zu unterscheiden. Also wenn du aus Angst handelst, handelst du komplett anders, als Ja. wenn du aus Liebe handelst. Angst stoppt einen ja aber auch. Ja. Ne? Und Liebe macht ja das Herz weit. Genau. Und deswegen auch das Leben und die Natur, ne? Dass man eine gewisse Wärme auch dafür entwickelt. Ja, ja. So. Und der Welt und der Natur auch nichts Böses will. Im Grunde genommen so Ja. wie mit Menschen. Ja, Ne? also da bin ich ganz bei dir, das berührt mich natürlich sehr, weil ja, die Natur liegt uns ja beiden sehr am Herzen, aber Ja, dir mehr noch. mir noch mehr, ja, das ist auch kaum zu toppen, ehrlich gesagt. Ja. Aber das ist natürlich auch so ein Frauending. Wir sind als Frauen ohnehin mehr mit der Erde, mit der Natur und so weiter verbunden. Das ist einfach rein energetisch so. Da gibt es natürlich 1 Milliarde Abstufungen in alle Richtungen, aber von der Tendenz her sind die Frauen ja die Kinder bekommen. Ja. Ne? Und dadurch bist du ohnehin schon sehr mit der Erde verbunden, weil die ganzen Stoffe und alles, das kommt ja alles aus der Erde. So und ja, dass wir mehr Verständnis haben für die Natur, es liegt in der Natur der Frau, würde ich einfach mal so behaupten. Weil Männer können da auch sehr separiert von sein. Aber eine Tendenz. Es gibt auch welche, die sind super naturverbunden, aber von der Tendenz her, glaube ich, haben sie es nicht ganz so auf dem Schirm. Okay, ja. Noch nicht so drüber nachgedacht? Nee. Also ich ja, finde, da ich ist ein denke, großer Unterschied. Also ja. da, weil Männer, ja, das ist da nicht so angelegt. Also, weißt du, so an die Natur zu denken in dem Moment. Nee, das stimmt. Weil wir müssen sowieso immer, wenn wir Kinder haben, uns um die Kinder kümmern, um Essen, um das. Und das ist alles sehr irdisch. So. Ja. Während sich ein Mann auch sehr im Geiste verlieren kann auch. Und denkt dann gar nicht an die Natur. Nee, Oder wo er herkommt. Oder, also ich weiß nicht. Nee, Also, weißt du? das stimmt. Da denken Männer auch anders.
Ja. Also, aber das ist auch noch... Das ist ein völlig anderes Thema. Wir sind mal ein bisschen polarisieren hier, aber nein, ja. Quatsch. Nein, das sind immer nur Tendenzen. Ja, genau. Absolut. Und da gibt es also so viele Graustufen, wie es Menschen auf der Welt gibt und jemals gegeben hat. Genau. Also insofern sind das aber nur Tendenzen. Ja. So. Und das finde ich auch wichtig, dass man das auch so sieht, weil ich als Frau bin was ganz anderes als ein Mann. So, ne? Und ich sehe die Liebe auch anders wahrscheinlich auch. Also auch die Liebe zu meinen Tieren. Und die Liebe zu, ne, das ist... Das stimmt. Also da sind Männer schon ein bisschen anders. Aber das ist auch so ein bisschen die Gesellschaft, finde ich. Dass Jungs und Männer auch so ein bisschen dahin gedrängt werden. Ne? Wenn die dann, also wir sind ja viel mehr, dass wir dann das so zeigen, wie wir das lieben, ein Tier. Während Männer, ich weiß nicht, wie Jungs auch heutzutage eben halt sind. Unterschiedlich. Ja, ist auch unterschiedlich. Ja, da ist jeder anders. Ja. Ich muss jetzt leider mal einen Schluck Wasser nehmen. Okay. Kann man ja machen, ne? Das kann man auf jeden Fall machen. Ja, auf jeden Fall wollte ich noch irgendwas zur Liebe sagen. Also ich glaube wirklich, also so wirklich diese absolut wahre Liebe, das ist wirklich, wenn du die göttliche Liebe erfährst. Aber ich glaube auch nicht, dass es jeder erfährt. Also spätestens, wenn man stirbt, dann wirst du die göttliche Liebe erfahren. Also du wirst sie vielleicht, also auch Leute, die schon Nahtoderfahrung hatten oder so, die merken das auch. Die spüren auch, wie man eingehüllt ist in der absoluten, nennen sie göttlich, nennen sie universell, nennen sie allumfassende Liebe. So, wir sind da, nehmen die nur nicht mehr so wahr. Die ist immer da, aus meiner Sicht. Ja. Nur wenn wir viel denken, viel im Außen sind. Also wenn wir durch alles Mögliche, wirst du ja von dir selber weggezogen. Also von deinem inneren Kern. Ja. Und wenn man jetzt sich die Ruhe nimmt, oder die Ruhe hat, macht nichts, und da immer mehr in seine eigene Mitte kommt, dann spürt man auch immer mehr die Liebe in einem selbst. Womit wir beim Thema Selbstliebe wären. Ja. Hätten wir fast vergessen, aber zum Glück bin ich noch drauf gekommen. Also, genau, ganz, ganz wichtig. Und die Selbstliebe, die aus meiner Sicht erfährt man nur, wenn man zur Ruhe kommt und da wirklich sich wieder mit sich verbindet. Ja, das stimmt. Also ich musste es ja auch lernen, selbst mich wieder zu lieben. Ich habe ja immer nur die Kinder und den Mann und wir lieben alle möglichen. Wir geben unsere Liebe immer raus. Ja, das ist es ja. Und ich musste das wirklich wieder neu lernen, dass ich für mich genauso liebevolle Dinge mache. Absolut. Wie und für meine Kinder und wie für meinen Mann. Und ganz genau. Genau. Ganz genau. Und da habe ich auch was Spannendes noch gelernt. Selbstliebe, also wenn du wirklich es schaffst, dich selbst so anzunehmen, wie du bist, das ist ein Prozess. Ja. Das dauert. Ja. Und zum Thema Podcast, letztes Jahr hätten wir das bestimmt so noch nicht in der Form gemacht. Aber man entwickelt sich und es hört nie auf mit der Entwicklung. Das ist ja das Schöne. Ja. Also es ist nie Stillstand. Und Selbstliebe. Das ist das Beste. Das ist nie auf, ganz genau. Dass kein Stillstand entsteht. Ja. Das ist das Beste. Ja, das Leben ist Veränderung. Ja. Immer. Dauerhaft. Nichts ist, wie sagt man... Für die Ewigkeit. Sowieso nicht. Und nichts ist so sicher wie die Veränderung. Ja. Also da kannst du sicher sein, dass es immer eine Veränderung gibt. Es ist immer anders. So ist es. Und auch zum Thema Selbstliebe, da habe ich mal was Tolles gelernt in der Reha. Da sagte mir mal also ich war wie gesagt mit Burnout in der Reha und der Einspruch habe ich mir gemerkt und den gebe ich auch gerne weiter. Die eine Therapeutin sagte, Frau Röttgers, geben Sie immer nur die Zinsen Ihrer Energie an andere ab. Ah, ja, gut. Ja, bis zur Reha
habe ich doch nicht nur die Zinsen abgegeben. Ich habe so viel immer rausgegeben, Genau. bis ich also wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen bin. Und ich glaube, das geht sehr vielen Frauen so, durch diese zigfach-Belastung von allem Möglichen, weil viele auch immer noch den Anspruch haben, sie müssen auch noch einen perfekten Haushalt und es muss einer und sie sind dafür verantwortlich und dafür. Also und deswegen kann ich nochmal nur einen Appell rausgeben an alle Frauen. Achtet auf euch und nehmt euch auch mal wieder zurück. Und wir sind nämlich echt drauf gedrillt, immer zu geben, zu geben, zu geben. Und das muss man sich erstmal ins Bewusstsein rufen. Und das ist halt auch in der Natur so angelegt. Wenn du Kinder hast, du gibst ja automatisch, die sind aus dir gewachsen. Die, ne, so das ist in der Natur der Dinge, dass du das machst. Nur verliert man sich selbst darüber. Ja. Und das ist auf Dauer ungesund. Genau. Und ja, also ich muss das wirklich von der Pike auf wieder lernen. ich muss das auch lernen. Also es ist auch ein bisschen Sorgen für sich. Ne? Genau. Und ja. also ein ganz wichtiges Thema für uns Frauen. Männer sollten sich auch nicht vergessen. Nein, auf gar keinen Fall. Also Selbstliebe ist für jeden wichtig, aber wir sind ja jetzt hauptsächlich hier Frauen und Frauenthemen. Ja. Aber jetzt hatte ich noch ein Ding zur Selbstliebe. Ach ja, genau. Auch, das ist natürlich auch, was Beziehungen angeht, was Liebe angeht und so weiter. Da muss man ja dann auch manchmal sehen, lieb ich oder denke ich zu lieben oder bin ich mit einer Person und so weiter, weil sie bei mir irgendeine Lücke füllen soll oder irgendeinen Mangel ausgleichen soll. Das ist dann keine Liebe. Nee, genau. Aber das ist meistens getan als Liebe und dann gehen solche Sachen los wie du hast dies nicht gemacht, du hast das nicht und viele Streits, die da entstehen. Also das ist, wenn man von jemandem verlangt, dass er einem irgendwas gibt, was einem selbst aber... Was man sich selbst nicht geben kann. Genau, was man denkt, genau. Und dann bist du nämlich noch nicht in der Selbstliebe. Genau. Weil solange du irgendwie dir erhoffst, dass ein anderer deine Lücke füllt, also irgendwas, was, ne, wo du, ich will gesehen werden, ich will dies, das, dann kann das auch mal seine Wendung nehmen, weil wenn der das dann nicht mehr macht, dann gibt es dann so interessante Sachen wie, ich bin jetzt beleidigt oder ich ziehe mich zurück. Liebesentzug. Super klassisches Thema als Erziehungsmaßnahme habe ich erlebt als Kind. Ich glaube, da gibt es sehr viele, die als Kind, du parierst nicht, du machst nicht das, was wir wollen, dann wurde dir die Liebe entzogen. Ja. Also von mir kann ich das 100%ig sagen. Ich bin darauf gedrillt worden, so Liebe zu empfangen, indem du halt lieb bist, performst, so, ne? Gute Noten machst und so weiter. Man hat nicht gesagt, du musst gute Noten machen, aber ich war von Kind auf schon so, dass ich es von alleine gemacht habe. Ich habe mich irgendwann mal gefragt, wieso strenge ich mich eigentlich immer so an? So. Ja. Und dann habe ich zurück überlegt, ob meine Eltern da irgendwie Druck gemacht haben. Haben sie nicht. Dieses Anstrengen ist schon in mir angelegt, also das ist meine Interpretation mittlerweile, weil ich automatisch immer das Beste geben will, weil dann kriege ich ja Liebe. Das ist ja in den Zellen jetzt so abgespeichert als Kind. Verstehst du? Als Kind checkst du es nicht. Als Kind willst willst von den Eltern gesehen werden und du willst nur Liebe von denen. Ja, und wenn die sich dann mal abwenden und so weiter und du merkst dann, jetzt kriege ich gerade keine mehr, dann bist du sofort trainiert wie ein Pavlovscher Hund, dem der Sabber aus dem Mund läuft, wenn die Glocke geht. Also so sind wir auch, so kann man uns auch trainieren. Ja, also da bin ich auch ganz fest von überzeugt. Ja, also Liebesentzug ist ja auch das Schlimmste. Das ist ganz fies. Ja, und ich finde, wissen in Beziehungen, meine Mutter war nachher auch immer noch so, wenn sie nicht das bekommen hat, dann hat sie einen links liegen lassen oder solche Geschichten. Also das zieht sich auch bis ins Erwachsenenalter, diese Spielchen. Und für mich hat das nichts mit Liebe zu tun. Nee, so. Das ist keine Liebe. Nein, aber das sind Spielchen, die entstehen, ja. Wenn du unbewusst an die Sache rangehst, versuchst du mit Strategien, alle möglichen Strategien,
zu entwickeln, damit der oder diejenige dir dann das gibt, was du gerne hättest. Und das ist dann für mich Manipulation. Genau. Oder? Aber da sind wir echt gut drin. Da sind wir super drin. Ja, und uns selbst zu sind wir. bescheißen und zu manipulieren auch. Ja. Und deswegen ist das echt ein Prozess, das dauert, also bei mir hat es gedauert, bis ich das für meine Sache erstmal gecheckt habe. Und da hat so eine Reha natürlich auch geholfen. So, ne? Jedes Gespräch und so und Therapien kann ich generell sehr empfehlen. Machen wir immer. Ja, und sollte man auch annehmen, wenn man die Chance hat, weil im Grunde aus meiner Sicht haben wir es alle nötig. Ja. Alle, wie wir da sind. Wir hatten über Therapien, die sehr wichtig sind. Wir haben das hier schon häufiger erwähnt. Und wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das wirklich mal einmal wahrnehmen. Genau. Es dauert zwar ein bisschen, bis man Platz hat, aber man kriegt einen. Also möglich ist es, kann ein bisschen dauern, aber da sollte man keine Hemmung haben. Nein. Weil die Zeiten sind vorbei, dass man irgendwie hier... Ja. Ne? Also ich finde wirklich, dass Körper, Geist und Seele einfach zusammenhängen. Und da ist so eine Art von Betreuung auf jeden Fall angebracht. Ja. Weil eine Psychologin oder ein Psychologe sieht anders auf die Dinge. Ja, der guckt neutraler. Genau. Ja. Und da kommen so einige Sachen zutage, was man gar nicht gedacht Genau. hätte. Und kann dann daran arbeiten. Wunderbar. Sein Leben anpassen. Und mehr in die Liebe kommen. Genau. Und mehr in die Zu Liebe sich kommen. selbst als erstes. Die Liebe zu sich selbst. Ja. Ist das A und O. Ja. Genau, jetzt fällt mir noch ein, was ich sagen wollte. Genau. Ganz kurz, sonst ist es wieder weg. Das ist ja schon 3-mal wieder weg gewesen. Ja. Wenn du kannst nur, wenn du es schaffst, dich selbst zu lieben, nur dann kannst du auch diese Art von Liebe weitergeben. Davon bin ich mittlerweile überzeugt, weil ich kenne die anderen Formen der Liebe auch, weil ich habe ja einige Beziehungen auch geführt. Ja. Und dann kann man halt vergleichen. So, und oder ich rede ja, wie gesagt, immer nur aus meiner Erfahrung. Und was wolltest du jetzt noch sagen? Also ich finde, die Selbstliebe ist die Grundvoraussetzung, um wirklich echte Liebe weiterzugeben. Ja, also das stimmt. Wenn So. man sich nicht selbst liebt, wie soll man denn jemand anderen lieben? Ja, genau. Weil dann projizierst du auf den anderen und alles, was du an dir selbst nicht liebst, das wirfst du dem anderen dann vor. Genau. Und das ist die klassische Projektion. Und das gibt früher oder später gibt's da einen großen Knall. Genau. Also das ist ganz klar. So, ne? ist im Karton. Ja, genau. Ja. Und das ist doch... War es das, was du sagen wolltest? Ja. Ja, ist doch Genau. schön. Ja, dann haben wir es wieder geschafft, würde ich mal sagen. Denke ich auch. Mir hat's gefallen. Ja, wir würden uns freuen, was ihr zum Thema Liebe erlebt habt. Ja, Würden wir gerne hören. genau. Rein in die Kommentare. Genau. Das wäre wirklich, ja, da würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Und Ihr könnt auch Vorschläge machen, was für Themen euch noch interessieren. ja, Ne, vielleicht war jetzt was dabei, wo ihr sagt, oh, ich möchte mehr über irgendwas hören. Dann bitte rein in die Kommentare und wir gucken uns das an und wir sind da flexibel. genau. In diesem Sinne, Ja, vielen Dank fürs Zuhören. genau. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.